Clarissa hat dir also die richtigen Aufnahmen gegeben. Kannst du sie ja jetzt endlich fertig machen? Nein, Sebastian, ich will keinen Krieg mehr mit Clarissa. Vor lauter Hass auf Clarissa habe ich aus den Augen verloren, was mir wirklich wichtig ist. Ich will nochmal neu anfangen. Rebecca, irgendwas versucht. Tristan, es geht nicht darum, ob Rebecca doch in mich verliebt ist. Ja, worum geht's denn dann, Mensch? Dass du in sie verliebt bist? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Du hast dich in Rebecca verliebt? Soll das ein Witz sein? Nein. Ich weiß es nicht. Geht's vielleicht auch ein bisschen genauer? Wir haben in den letzten Wochen viel Zeit miteinander verbracht und da sind wir uns eben näher gekommen. Näher gekommen? Es gibt zwei verschiedene Arten von näher gekommen. Also, wovon reden wir eigentlich? Was läuft da zwischen euch? Da läuft nichts. Hast du dich in sie verliebt oder hast du es nicht? Das weiß ich nicht, okay? Ich weiß nur, dass sie mir was bedeutet. Mir als nur als Freundin. Tristan, ich liebe dich. Das musst du mir glauben. Was auch immer, das Wie lange läuft das schon mit euch? Das hat an meinen Gefühlen für dich nichts Wie verändert. lange? Ja. Darf ich? Ja, komm rein. Na, wie verkraftet dein Gatte den Verlust seiner halben Leber? Sehr gut. Es gibt noch ein paar Untersuchungen, aber so wie es aussieht, hat er die Operation wirklich gut weggesteckt. Die halbe Portion ist zäher, als ich dachte. Na, dann waren meine Bemühungen ja nicht ganz umsonst. Na. Tanja, du willst dich jetzt nicht etwa bei mir bedanken, das macht mir Angst. Na, ich muss mich bei dir bedanken. Du hast ihn gerettet. Das hättest du ja nicht tun müssen. Sag's am besten keinem, sonst leidet mein Image. Ja. Gehst du jetzt wieder arbeiten? Ja. Ein neues Zeitalter bricht an. Ist Tanja von Lahnstein schon im Haus? Nein, aber sie hat sich für heute 18 Uhr angekündigt. Sie will sich in einer Nachtschicht einarbeiten und morgen auf Stand sein. Gut, dann habe ich ja noch genügend Zeit, um mir einen Überblick zu verschaffen. Und bringen Sie mir die Imagebroschüre für die Kollektion. Die existiert nicht. Wie? Naja, sagen wir, während ihrer Abwesenheit haben wir das Projekt auf Eis gelegt. Während meiner Abwesenheit. So, dann sind also die Zeiten dieses lächerlichen Waffenstillstands mit Clarissa vorbei? Ja, weißt du, ich habe mir geschworen, mich an die Prinzipien einer friedlichen Koexistenz zu halten. Und genau das werde ich jetzt auch machen. Erstaunlich. Wie verlieren sich Leute nur in einem Bild von ihnen, das ihnen gar nicht entspricht? Hast du es von deinem Therapeuten? Also Tanja, jemand mit so einer ausgeprägten und vor allem geistig vitalen Persönlichkeit wie ich, der braucht doch keinen Therapeuten. Und außerdem wird dir Clarissa innerhalb von 24 Stunden so auf die Nerven gehen, dass du den Hals umdrehen willst. Weißt du, auch Clarissa und ich, wir sind lernfähig. Und ich konzentriere mich jetzt einfach auf die 3 Fs, die wirklich wichtig sind im Leben. Die 3 Fs? Ja. Firma, Familie, Und? Frieden. Das darf doch nicht wahr sein. Was haben Sie denn hier die ganze Zeit gemacht? Wet Fantasy Modelle anprobiert und lustige Fotos ins Internet gestellt? Rufen Sie sofort diesen Fotografen an. Hank Way? Hank Way? Wen denn sonst? Und buchen Sie ihn für eine Fotosession und organisieren Sie eine Besprechung mit den wichtigsten Mitarbeitern. Zu welchem Thema? Zu dem Thema maximale Selbstaufopferung im Dienste der Firma. Alles klar. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir das noch, bevor Frau von Lahnstein in der Firma ist. Warten Sie. Ich will, dass Tanja bei der Besprechung dabei ist. Sind Sie sicher? Nein. Frieden hat seinen Preis. Bitte, hör mir zu.
Ich bin so ein Idiot. Ich habe die ganze Zeit gedacht, du wärst scharf auf Christian. Christian. Ich habe dich so oft gefragt und du hast immer wieder gesagt, nein, Tristan, du bist der Einzige. Wie kannst du nur sowas von mir denken? Bitte. Dabei habe ich mich nur in der Zielperson geirrt. Bitte, jetzt lass mich doch mal erklären. Weiß Rebecca, dass du auf sie stehst? Ich habe die ganze Zeit gewusst, dass irgendwas nicht stimmt mit uns. Und du hast es immer wieder abgestellt. Weil es keine Bedeutung hatte. Ich liebe dich. Warum führen wir dann dieses Gespräch? Weil ich ehrlich zu dir sein will. Ach, jetzt auf einmal. Ich war verwirrt. Ich wusste doch selbst nicht, was da zwischen Rebecca und mir war. Ich meine, was hätte ich denn sagen sollen? Vielleicht genau das. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es mir nicht erklären. Ja, und glaubst du ernsthaft, dass es dir danach besser gegangen wäre? Was weiß ich, aber ich hätte zumindest schon mal Bescheid gewusst. Meine Gefühle für dich haben sich niemals geändert und deshalb dachte ich, dass es keine Rolle spielt. Natürlich, es spielt überhaupt keine Rolle, dass meine Verlobte lesbische Fantasien mit meiner kleinen Schwester Ich bin hat. nicht lesbisch. Was ist das mit euch? Was willst du von mir? Nichts. Ich habe mich von ganzem Herzen für dich entschieden. Und das war nie gelogen. Bitte, bitte. Ich will dich nicht verlieren. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Ich könnte kotzen. Nicht mal 5 Minuten habe ich da gestanden. Und dieser Freund und Helfer drückt mir ein Knöllchen rein. Der Mann war doch ganz nett. Und außerdem macht er auch nur seinen Job. Seit wann hast du denn Faible für Bullen? Wegelagerei nennt man sowas. Ah, jetzt beruhig dich mal. Hä? Lass uns den Armbrot stecken. Verdammter Polizeistaat. Weißt du was? Pack doch einfach schon mal die Brötchen aus. Du meinst unsere Luxusbrötchen? 3 Euro für Backwaren und 20 für Strafmandat. Was Willkür angeht, das ist jetzt echt der Höhepunkt. Was war das denn? Kim, ist dir was passiert? Mann, nicht da. Es kitzelt. Und wie ist es hier? Finger weg. Sag mal, du gehst da jetzt nicht rein. Und ob ich da reingehe? Was spinnst du? Die sind verheiratet. Ich ertrag das nicht. Für mich hört sich das ganz süß an. Die kitzeln sich halt ein bisschen. Du weißt doch, wo sowas endet. Seit wann bist denn du so ein Spießer? Ich bin kein Komm, lass uns Spießer. eine Runde um den Block gehen. Ich muss doch in meiner eigenen Wohnung nicht um den Block gehen, nur damit die beiden da in Ruhe... Na was, ich krieg dich. Achtung, jetzt kommt das Bunga-Bunga-Monster. Und wenn ich dich kriege, dann versuche ich dir einen kleinen, süßen Arsch, du. Früchtchen. Hey, Tristan. Was ist los? Schlechte Laune? Mir geht's hervorragend. Wieso? Ist immer wieder skurril, was Menschen alles so passiert. Aha. Mein Fechtlehrer hat sich irgendwie mit dem Smartphone seinen Kiefer ausgerenkt und deswegen jetzt die Fechtstunde abgesagt. Ich würde gerne mal wissen, wie der das geschafft hat, ey. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die sind einfach unglaublich. Wir könnten noch eine Runde fechten, wenn du nichts Besseres vorhast. Das ist keine gute Idee heute. Komm schon, hast wohl Angst, dass ich dich fertig mache, hm? Komm. Zeig's mir, D'Artagnan. Dies ist die Mailbox von Tristan von Lahnstein. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Tristan, bitte melde dich. Lass uns reden. Hier bist du. Olli hat mir gesagt, dass du schon seit Ewigkeiten verschwunden bist. Ich habe Tristan von Rebecca und mir erzählt. Ich brauch wohl nicht fragen, wie er reagiert hat. Sag mal, bleib doch mal locker. Sag mal, drehst du jetzt völlig durch? Ich habe doch gesagt, das ist heute keine gute Idee. Was ist, wenn das das Ende ist? Marlene, es gibt da so eine Frage, die du dir erst mal selber beantworten solltest. Ob ich mir einen Strick nehme? Nein,
ob du ihn noch wirklich liebst. Glaubst du nicht, ich hätte mir diese Frage schon 1000-mal gestellt? Ich kann mir ein Leben ohne ihn einfach nicht mehr vorstellen. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Hey. Es ist doch klar, dass er jetzt erstmal abhaut. Du hast ihm gerade gesagt, dass du mit seiner kleinen Schwester in der Kiste warst. Das habe ich ihm noch gar nicht erzählt. Und was hast du ihm erzählt? Fast alles. Also doch nur die halbe Wahrheit. Es ist so wahnsinnig schwer. Ich kann es einfach nicht ertragen, ihn so wahnsinnig zu verletzen. Du hast ihm gerade gesagt, dass du in eine Frau verliebt bist. Natürlich ist er verletzt. Aber ich habe ihm auch gesagt, dass sich an meinen Gefühlen zu ihm nichts verändert hat. Und was ist mit Rebecca? Das ist vorbei. Habe ich irgendwas verpasst? Ich bin der Idiot, der was verpasst hat. Wie spät ist es? 5:50. Frau von Lahnstein wird bestimmt gleich da sein. Also ich fange jetzt an. Meine Damen und Herren, da ich in den letzten Tagen familiär sehr eingespannt war, konnte ich mich um die Abläufe in der Firma nicht persönlich kümmern. Aber das wird sich jetzt ändern. Ab sofort. Und ich muss sagen, die Arbeitsmoral in diesen heiligen Hallen lässt einiges zu wünschen übrig. Ja, klar, dass wieder wir schon sind. Die neue Kollektion muss vehementer vorangetrieben werden. Und die neue Imagebroschüre muss der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Wir können uns keine Verzögerungen mehr leisten. Clarissa, ich wusste nicht, dass du gerade eine Rede zur Lage der Nation hältst. Wir alle sind sehr froh, dass Tanja von Lahnstein es doch noch geschafft hat. Danke. Ja, was soll ich sagen? Ich bin wieder da. Ich liebe dich auch. Bring die Rea schnell hinter dich und komm zu mir. Ich kann es auch kaum erwarten. Ich küsse dich. Ja, ich küsse dich. Überall, wenn du willst. Tschüss. Sorry, stelle ich irgendwie beim Telefonsex? Quatsch. Hat sich aber so angehört. Und wenn schon? Was geht dich das an? Hast du kein eigenes Sexleben? Doch, klar. Die 3 Ks. Küssen, knutschen, kuscheln. Ich dachte, bei euch raucht die Matratze. Ja, war ja auch so. Aber jetzt? Ich habe immer gedacht, mit Sex würde man irgendwo hingelangen, wo man noch nie zuvor war. Und je länger man zusammen ist, desto besser wird es. Dir ist es nicht schmutzig genug. Keine Ahnung. Emilio ist irgendwie so anders. So sanft. Fast schon wohlerzogen. Ha, daher weht der Wind. Woher weht denn der Wind? Naja, ihr seid jetzt verheiratet. Was soll das denn heißen? Emilio hat Dutzende deutsche Mallorca-Touristinnen gehabt. Und das waren schon ziemlich versaute Zeitgenossinnen. Die sollten aber nicht die Mutter seiner Kinder werden. Also für eine Verwechslung der heiligen Jungfrau Maria ist es jetzt schon zu spät. Dann musst du ihm das klar machen. Bist du verrückt? Wenn man über Sex reden muss, dann ist das der Anfang vom Ende. Nicht reden, machen. Ihr müsst euch ja nicht gleich mit heißem Wachs überschütten, aber vielleicht... Einen Porno bestellen? Was? Dirty Cops and Highway Sluts 4. Ich frage jetzt besser mal nicht, worum es da geht. Ja, steht ja hier. Verhaftungsfantasien werden wahr. Du hast Verhaftungsfantasien? Woher soll ich das denn wissen? Und weg. Hast du den jetzt gekauft? Ja, klar. Wenn er gut ist, dann brenne ich ihn dir. Clarissa, setz dich doch. Kriege ich dann einen Stromschlag?
Nein, 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 die Zeiten sind vorbei. Weißt du, ich dachte viel eher, wir plaudern ein bisschen. Plaudern. Wir müssen ja jetzt irgendwie einen neuen Umgang miteinander finden, du weißt schon. Ich fange an. Wie geht's Timo? Ach, den Umständen entsprechend gut. Er wird bald aus der Reha entlassen. Ach, das ist schön, sehr schön. Ja. Sebastian geht's auch schon ein bisschen besser. Toll. Sag mal, wer weiß alles davon, dass du diese Überwachungsaufnahmen bekommen hast und von wem? Außer Sebastian, Ansgar, Ludwig, Elisabeth, niemand. Und wenn du darauf anspielst, ob ich es deinen Enkeln sage, nein, nein. Das weiß ich zu schätzen. Ja, dann hätten wir das doch jetzt mit dem Smalltalk, oder? Lief super. Und was kommt jetzt? Was ist denn mit der Firma und wo steht die Kollektion? Es hakt ein wenig. Aber wenn wir das Projekt gemeinsam angehen und effektiv und kollegial zusammenarbeiten, dann... Dann wird das ein Wahnsinnserfolg. Schlag ein. Das ist doch lächerlich. Ja, du hast recht. Hey, ist irgendwas passiert? Marlene steht auf Rebecca. Das ist passiert. Was? Marlene und Frauen? Seit wann das denn? Okay, egal. Weiß Rebecca davon? Egal. Genau das hat Marlene auch gesagt. Sie hat sich ja für mich entschieden. Ich habe die ganze Zeit gewusst, dass irgendwas nicht stimmt. Wahrscheinlich hat Marlene nichts gesagt, weil sie ja mit diesen diffusen Gefühlen selber nicht klargekommen ist. Ich dachte, das mit uns wäre was ganz Besonderes. Tristan, ich verstehe wie kein anderer, dass du gekränkt bist. Aber gib euch noch eine Chance. Ist doch völlig normal, dass man sich in seinen Gefühlen mal verwirrt. Mein Gott. Wichtig ist, dass man sich immer wieder füreinander entscheidet. Sag mal, hattest du bei Daniel auch so viel Verständnis? Nein. Für irgendwas wird diese Krise gut sein. Du treibst dich nachts also in fremden Betten rum. Wir sind nur eingeschlafen. Das klingt ja gerade so, als hätten wir was zu verbergen. Es ist nichts passiert. Küssen, 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 küssen. Ich, Sag nichts. Du bist überwältigt. um ehrlich zu sein, überrumpelt. Das kann ich gut verstehen. Ich meine, mir ging das ganz genauso. Ich war auch völlig überrascht von mir. Das kommt jetzt wirklich sehr plötzlich, weißt du. Du bist sicher, dass du alleine hier bleiben willst? Du kannst auch mit zu uns kommen. Danke, das ist lieb, aber ich muss jetzt ein bisschen allein sein. Na dann, bis später. Versuch mal ein bisschen zu schlafen. Ja, mach ich. Gute Nacht. Nacht. Ich habe mir das selbst viel zu lange nicht eingestanden, aber ich liebe dich. Bist du sicher? Ja, absolut. Ich habe viel zu lange damit gewartet.
wenn du mich jetzt noch mal fragen würdest, ob ich dich heiraten will. Du meinst, du willst meine Frau werden? Ja, das will ich. Morgen. Guten Morgen. Tristan, was ist los mit dir? Ich bin ein Morgenmuffel. Vor dem ersten Kaffee bin ich ein Freak. Derselbe Freak, der gestern beim Fechten so ausgeflippt ist? Ich hatte einen schlechten Tag und du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Tut mir leid. Ja, das sollte es dir auch. Ich hatte nämlich Angst. Und zwar richtig. Okay, entschuldige. Marlene und ich hatten einen Streit. Ich war ein wenig wütend. Kommt vor. Warum hast du denn nichts gesagt? Wir hätten auch drüber reden können. Über Marlene? Nein, über dich. Danke, kein Bedarf. Marlene und ich, wir haben unsere Krisen, aber das ist vollkommen normal. Wir kommen damit klar. Weil wir zusammengehören und weil wir uns lieben. Kannst du das begreifen? Ja, natürlich. Okay, wo stehen wir mit der neuen Frühjahrskollektion? Wir haben 3 fertige Kleider und Schnittvorlagen für weitere 4 bis 5 Modelle. Farbkonzept? Ist noch völlig offen. Konzept? Naja, es sollte in die Richtung gehen, die verspielte Romantik mit Science Fiction verbindet. Bisschen vage, findest du nicht? Morgen. Guten Morgen. Na, was gibt's zu gucken? Ich will nur die Kontrolle behalten. Klar, weil ja auch jeden Moment hier eine Revolution losbricht. Wehret den Anfängen. Die Hope-Kollektion von Sonja stand für kühle, klassische Eleganz. Der neue Arbeitstitel, den ich im Kopf habe, ist sowas wie Venedig 2025 mit einer komplett neuen Aussage. Schätzchen, zum Glück haben wir noch genügend Zeit, das gerade zu rücken. Naja, ungefähr 3 Stunden. Bitte? Ja, Clarissa hat das Shooting mit Hank Ray für die Imagebroschüre auf heute Vormittag angesetzt. Sie hat was. Jetzt hör mir mal gut zu. Es ist mir völlig egal, ob sie dieses Shooting angesetzt hat. Wir können doch kein Image kreieren, wenn wir inhaltlich noch nicht mal wissen, wo es langgehen soll. Korrigier mich, wenn ich einen falschen Eindruck habe. Clarissa meinte, weil die Zeit drängt, können wir improvisieren. Improvisieren? Das tun dicke, alte Männer auf ihren Trompeten in New Orleans. Wir bei LCL, wir kennen ganz gern die Melodie, bevor wir anfangen zu singen. Dieses Shooting wird abgesagt und du schlag dir diesen Venedig-Scheiß aus dem Kopf. Morgen, ein Päckchen für Frau Wolf, Overnight Service. Ja, das bin ich. Einmal Unterschrift. So, schön. Schönen Tag noch. Ja, den werde ich haben. Kim Wolf hier. Wo bist du? Hier ist die Hölle los. Guck mal auf die Uhr. Ich bin quasi schon vor der Tür. Ja. Du hast 5 Minuten. Wenn du 6 brauchst, bist du gefeuert. Wie wär's mit 5,5? Ich... Mist. Au. Oh. Scheiße. Steht
die Logistik für die Fotoaufnahmen? Nein, das machen wir dann zeitnah. Zeitnah? Was ist los mit Ihnen? In 2 Stunden ist das Fototeam hier. Wie zeitnah muss das sein, damit Sie aktiv werden? Jetzt doch heute. Ja, wann sonst? Was starren Sie mich so an? Der Termin wurde doch wieder abgesagt. Abgesagt? Jetzt sagen Sie mir nicht, Hank Ray hätte sich seine Nierchen verkühlt. Nein, unsererseits. Unsererseits? Wer genau ist denn unsererseits? Frau von Lahnstein hat den Termin abgesagt. Pardon? Rufen Sie sofort Mr. Ray an. Und dann? Er soll die Aufnahmen machen, und zwar noch heute. Okay. Sie scheint immer noch nicht begriffen zu haben, dass wir ein Zeichen setzen müssen. Die Modewelt hat nun wirklich nicht darauf gewartet, dass Tanja von Lahnstein ihre Hausaufgaben macht. Hey. Hi. Na, mal wieder auf den letzten Drücker? Wegen dem da. Der hat mal wieder wichtig gemacht. Ja, es war alles ein Missverständnis. Ich weiß, dass es ein ziemliches Hin und Her ist, aber das Shooting findet eben doch heute statt. Meinetwegen, ich bin ein Idiot, ja? Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und? Was? Hast du deine kleine pornografische Geheimwaffe schon aufgeführt? Was ist das denn? Dirty Cops und Highway Sluts. Teil 4. Mein lieber Scholli. Na, wieder nur Rechnung? Naja, Auf dem Cover, da ist so ein Polizist drauf. Warte. Hä? Jetzt, oder? Was denn? Ich hab gedacht, ich habe das Ding in meine Handtasche gemacht, aber Das heißt, du hast es irgendwo vergessen? ja, bei meinen Eltern auf dem Küchentisch. Wo will die hin? Weg. Ich gehe mal kurz Milch holen. Oh Mann, diese Ohrringe. Ich bin gleich wieder da, ja? Okay. na dann pass mal auf, dass Sie unterwegs in keine Verkehrskontrolle kommen, Frau Wolf. Wieso sollte ich? Ich gehe zu Fuß im Supermarkt. Ja, nicht, dass du nervös bist, wenn unterwegs ein uniformierter Polizist nach deinem Ausweis fragt. Also da werde ich mir schon zu helfen wissen. Das glaube ich dir aufs Wort. Okay, also ich bin in 10 Minuten wieder da. Vorausgesetzt, ich werde nicht verhaftet. Manchmal werden Träume wahr. Aber mein Traum ist doch schon wahr geworden, weil ich dich geheiratet habe. Dana, hier ist Papa. Du, sag mal, wo ist diese Kiste mit den Faschingsklamotten? In dieser Kiste, weißt schon. Nein, rein Interesse halber. Dirty Cops und Highway Sluts. Geiler Spaß auf dem Highway. Ja, vielleicht bin ich auch eine hohle Nuss. Wie gesagt, es war unser Fehler. Es tut uns sehr leid. Ja, wir wissen die Flexibilität von Herrn Ray sehr zu schätzen. Gut, bis dann. Wiederhören. Danke. Jessica? Ich bräuchte für die Konzeption unserer Imagebroschüre eine dezidierte Marktanalyse so schnell wie möglich. Marktanalyse? Ja. Sind Sie meine Assistentin oder sitzen Sie nur zu Dekorationszwecken herum? Darf ich Ihnen eine klitzekleine Frage stellen? Wenn es sein muss. Was ist eine dezidierte Marktanalyse? Finden Sie raus, mit welchen Konzeptionen die Konkurrenz an den Start geht. Ich will ungern auf das gleiche Pferd setzen wie Niki Di Lorenzo oder Fuji. Okay. Überfordert Sie das irgendwie? Naja, es ist ja jetzt wirklich schon spät. Wollten Sie Feierabend machen? Nein. Ich hatte nur gerade ein höchst unerfreuliches Telefonat mit der Assistentin von Hank Ray. Und er kommt zwar, aber er hat richtig schlechte Laune, weil das Shooting jetzt doch stattfindet. Und er lässt ausrichten, er ist Künstler und kein Pizzamann. Was soll denn das heißen jetzt doch wieder? Clara,
Clarissa. Du bist früh dran. Suchst du das hier? Bitte. Jetzt weiß ich wenigstens, worauf du stehst. Ich muss Sie jetzt leider in Gewahrsam nehmen, Frau Wolf. Bitte nicht, Herr Wachtmeister. Gibt's denn gar nichts, was ich tun kann, damit Sie mich nicht einsperren? Wird mir schon was einfallen. Oh, Thomas. Thomas. Für Sie immer noch Herr Wachtmeister. Oh. Warum hast du einfach in meiner Post geschnüffelt? Mann. Wie? Das war gar nicht deine DVD? Wie, was für eine DVD denn? Bitte nicht schießen, Herr Wachmeister, ja? Hier bist du. Ich habe dich überall gesucht. Ich habe nachgedacht. Über uns? Über alles. Einfach über alles. Und vor allem, wie es so weit kommen konnte. Ich habe auch nachgedacht und es tut mir leid. Was tut dir denn leid? Dass ich so durchgedreht bin, anstatt dir einfach zuzuhören. Vielleicht ist es einfach ein Zeichen der Reife einer Beziehung, dass man auch über solche Wahrheiten reden kann. Tristan, Marlene, ich liebe dich auch. Und ich will, dass du das weißt. Was? Ich muss dir noch was sagen. Oh Mann, jetzt lachst du auch noch über mich. Ich lache überhaupt nicht. Ich lächel. Ich habe ein ganz sympathisches, charmantes Lächeln auf den Lippen. Und wenn du mal unter dem Ding vorkommen würdest, würdest du das auch sehen. Mann, das ist so peinlich. Echt. Und du wolltest den Film wirklich mit mir schauen, ja? Ja, und? Ich wollte unserem Sexleben einfach einen Kick geben. Verstehe. Und du dachtest, wir gucken uns den Streifen an und werden Ratten scharf und fallen dann übereinander her wie die Schweinchen, hm? Ja, und? Du, ich habe kein Problem damit, aber was ich mich frage, wie kommst du auf so einen Schwachsinn? Ich dachte... Ich dachte, dass dir vielleicht irgendetwas fehlt. Das denkst du also? Hey, ich habe die zuckersüßeste Frau der Welt geheiratet. Hm? Und jeder Augenaufschlag von dir ist, hat mehr Sexappeal als alle Pornodarstellerinnen dieser Welt zusammen. Was muss ich tun, damit diese Nummer unter uns bleibt? Ist es wieder mal Zeit für unsere morgendliche Smalltalk-Runde? Clarissa, wieso hast du denn das Fotoshooting wieder angesetzt? Wir haben gar kein Konzept. Unser Konzept heißt Eleganz. Fertig aus. Du hast in den letzten 10 Jahren Gefängnis offensichtlich ein paar Entwicklungen verpasst. So macht man halt kein Marketing mehr. Zu meiner Zeit nannten wir das Propaganda. Witzig. Was ist so falsch an Eleganz? Naja, das ist ungefähr so, als würde ein Autohersteller damit werben, dass sein Produkt 4 Räder hat. Du musst mir meinen Job nicht erklären. Muss ich nicht? Jetzt hör mir mal zu. Ich will eine Kollektion, die wegweisend ist für die nächste Saison. Du kommst mir mit dem degenerierten Glamour der 80er und Rebecca mit Science Fiction und Venedig. Die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut. Hier muss eine Linie rein, bevor wir an die Öffentlichkeit gehen. Ich weiß, was ich tue. Diese Aufnahmen finden statt.
Ich hatte eigentlich gehofft, ich muss nicht erwähnen, dass mir 50% dieser Firma gehören. Ich bin gleichberechtigte Geschäftspartnerin. Ist dir das C im Logo aufgefallen? Er steht für Clarissa. Es steht für Chaos. Und wenn man es genau betrachtet, bist du nichts weiter als eine Angestellte. Solltest du es noch einmal wagen, meine Kompetenzen anzuzweifeln, dann... Dann? Dann... Dann. Marlene, bitte rede mit mir. Egal was es ist, wir kriegen das hin, okay? Ich will mit dir zusammen sein. Ich will nicht, dass alles, was zwischen uns ist, zerbricht. Aber ich hatte Sex mit Rebecca. Es ist nur einmal passiert. Ich kann es nicht wieder rückgängig machen. Ich weiß, es war ein riesengroßer Fehler. warum sagst du mir das erst jetzt? Weil ich die Wahrheit selbst nicht ertragen habe. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass es nie passiert wird. Dass es einfach wieder vorbeigegangen wäre. Dass es wieder so wird wie früher. Gestern erzählst du mir, dass Rebecca nichts von sogenannten Gefühlen für sie weiß und jetzt sagst du mir, dass ihr zusammen in der Kiste wart? Ich erkenne dich nicht mehr wieder. Tristan, ich liebe dich. Ich will eine gemeinsame Zukunft mit dir.